Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Tesla Effekt. Ich bin der Baume und ich hasse streikende Hologramme, die plötzlich unverhofft und ohne jede Ankündigung einen bekackten Streik brechen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie mich nicht vielleicht anrufen könnte oder mir einen Fax schicken. Ich meine, wir haben das Jahr 2050. Ist ja nicht so, dass ich nicht erreichbar bin. Ich renne den ganzen Tag diese bekloppte Straße hier rauf und runter und auf einmal ist sie wieder da. So aus heiterem, dann sollen sie das Ding wenigstens am Fenster platzieren oder... Hey Tex, how's your case progressing? Wunderbar, seit du wieder da bist. Ah ja, der Twitch-Chat sagt Hallo. Ich bin gerade mega piss wegen der ollen Kackbirne. Von holographische Verstreikungswurst. Let me check. I can confirm that Mason Bowers has been a registered guest here. Sorry, Tex. I'm not allowed to give out any more information than that. Ich klau dir irgendwann die Batterien, ich sag's dir. If I could smell, I'm pretty sure he would stink. Always looks like he's up to something unsavory. Ich klau dir trotzdem die Batterien. That crusty old perv is always coming in here trying to get a peek at my underpixels. Vor allen Dingen dieses schmutzige Grinsen am Ende des Satzes hat's ein bisschen... Ah, ich klau dir trotzdem die Batterien. I think the kid who works here has a crush on me. Maybe one of these days I'll rock his little world. Ist nicht dein Ernst, oder? Ist... Nein. Oh nein. The Ritz landlord? Seems like he may have a couple of screws loose. But nice enough. Nice enough. Für was? Kannst dir aus Rache ja einen Pickel auf die Nase programmieren. Oh, der Pickel wird aber größer als die Nase, Ivy. Yeah, I've seen this woman in here. Gott in fact, she picked up a piece of mail that's been delivered here. Ja. I might be able to get a name or address for you. Let me see if I have an image of the envelope. Wenn du kein Hologramm wärst, hättest du jetzt Schmerzen. Got it. I'll print it out for you. Ist ja wohl... Ich raste aus. Ich mach dich fertig. Und deine holographischen Kinder, die du mit dem Zwerg aus dem Barbecue-Grill kriegst. Information about the mystery woman to my smart Alex and I get a new location on the map. It's on the coast near Monterey. Whoever owns this place has mucho dinero. Ich werd bekloppt. Ich werd sowas von bekloppt. Ich werd richtig bekloppt. Ich steig jetzt ins Auto und reagiere mich ab, indem ich Leute im Verkehr anschnauze, die mich nicht hören können. Strandhaus. Whoa. I get in my speeder and realize I'm very wobbly and my vision's pretty fuzzy. I realize it's finally time to get this head wound checked out and some professional input on what's happened to me. Now's as good a time as any. I call a cab, and I'm on my way to the North Hill Clinic. Where are you headed? North Hill Clinic. Well, I better step on it. You look like you're in pretty bad shape. Your eyes are really bloodshot. Oh, danke. Yeah, you should see him from this side. Das ist gut. Live around here? Yeah, I do. The Ritz. I've heard there's a lot of Morlocks in that area. Morlocks. That's what they call them. Some new, crazy type of mutant. Really? Yeah, I've heard rumors that they're attacking people. On Chandler Avenue? Just rumors. But you never know. Things could get worse, sir. Sorry. Das? Sorry, I just wanted to let you know I was packing heat up here. Ja, aber halt die Waffe nicht verdammt nochmal ins Gesicht deiner Fahrgäste. That's fine. It's just the last time I got a ride from someone, they shot me, so I'm a little jumpy. It's a nice gun, by the way. I used to have one just like it. I've had this for a long time. Some idiot threw it out his window. Du hast mir das Loch in den Fedora geschossen. The head wound is painful for sure. Maybe this Dr. Donahue can help me sort things out. Was war das gerade für eine Übersetzung? Das war wohl eine Frostpistole? Nee, da haben sie einen falschen Text angezeigt. Egal. Ja, so sitze ich auch immer beim Arzt. Dupidupidu, was ist denn das? Oh, ein Skalpell. Was ist denn das? Betäubungsspray. Und was sind... Oh, verdammt, ich blute.
Och. Alter, ist jetzt 12 oder was? Nein, 8 vielleicht. Taylor warned me you might be a problem patient. Was? Ja, schwarze Magie. Natürlich ist es schwarze Magie. Ich meine, hallo. Oh, yeah, come in now and everything stops moving. A minute ago, it was like Fantasia in here. Sehr geschickt. I'm just gonna assume you've got some head trauma. Let's see what's going on. Gott, ist sie klein! Wie klein ist sie denn? So klein. So klein. Kennt ihr so kleine Leute? Sind die auch Arzt? Gehört das irgendwie dazu? Ein Traum wird... Was hat sie denn da in der Hand? Ja, das ist hoffentlich nicht für irgendwelche Körperöffnungen gedacht. Ich meine, schaut euch sein Gesicht an. Was könnte er wohl jetzt sagen wollen? Over the past few months, I've been having these really vivid dreams. I mean, they're so real, I can't even tell I'm dreaming till I wake up. What's happening right now kind of feels like that. Do you want to know if you're dreaming right now? Ah. Yep, you're awake. So tell me what happened. I woke up a few hours ago with this goose egg on my head and an injection mark on my arm. I've got no idea how I got them. As a matter of fact, I have no idea about anything over the past 7 years. You took a pretty good shot to the head. Enough to knock you out, maybe cause some short-term memory loss, but not for 7 years. Let's see that mark on your arm. I think we'll need to draw some blood. Yes. Accurate? Rein damit, natürlich. Und hol doch noch am besten ein bisschen Anlauf. Meistens häufiges Allergen. Baume, mach dich nicht über kleine Leute lustig. Die können gut in deine Weichteile boxen. Na, da kommen sie nicht ran, keine Sorge. Baume macht sich über kleine Leute lustig. Anzeige ist raus. Mr. Rockenheller. Wunderschönen guten Abend. Pizzabrötchen in Kamea. Hättest du es nicht gesagt auf YouTube, ich hätte mich nicht mehr dran erinnert. Das war ein legendärer Moment. Danke, dass du mich dran erinnert hast, dass ich das nochmal highlighte. Und Spy Foxels, Dankeschön für den Host und einen schönen guten Abend. Everything except my name, address, and billing information. Oh, I'm guessing your bloodstream's full of cholesterol and toxins, but I'm sure we'll find something else there too. Have you ever had an implant? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung. Erkläre dich nur einmal. Ich hatte nur einmal Implantat, das habe ich nur einmal gemacht, damals an der Highschool. Da war das dieser Riesenpenis. Just one, but it was a long time ago. It was in my brain, so I'm Ach so, sure there's ja, nothing stimmt. to worry about. Riesenhirn. Well, that injection mark concerns me, but I don't want to speculate. I would really like to keep you overnight for observation. You mind waiting around until we figure this out? Oh, kriegen wir den Tag endlich rum? Oh ja, bitte, bitte, bitte. Spieß umdrehen. Unter einer Bedingung. Falsches Geschäft. Spieß umdrehen. Spieß umdrehen? Warte mal, wenn wir hier eine Nacht verbringen, dann aber nur, wenn sie auch eine Nacht hier verbringt? Oder was will er damit erreichen, wenn wir jetzt den Spieß um... Wow, das ist 96. If you don't mind, I'd like to ask you a few questions, then I'll check back for the results. Gut. Gut. Oh Mann, ey. Spy Foxels, moin. Die Hosts habe ich leider ausgemacht heute, aber seid trotzdem herzlich willkommen bei alter Schwede, Tesla-Effekt, A Tex Murphy Adventure. Das ist ein Adventure der etwas tougheren Art. Ich war sehr wütend am Ende der letzten und am Anfang der jetzigen Folge, aber wir kommen klar. Doing progress. Let's just keep this professional, shall we? Jetzt sind es wieder 70 Viewer. Schade, ich darf keine Anspielungen mehr machen. I don't think you could do much better. And yes, I mean that the way it sounded.
Oh, du. I believe he runs a diner over on Telegraph Hill. Den kennen aber auch alle. Ist ja Wahnsinn. Ich meine, der ist Koch in einem kleinen Diner in einem in der hässlichsten Ecke der Stadt und trotzdem kennt den anscheinend eine Frau, die genug Geld verdient, um niemals dort vorbeigehen zu müssen. I've dealt with many cases of amnesia, but nothing exactly like this. Okay, das war's schon. Zu mehr können wir sie nicht befragen. Warum steht denn dann hier so viel? After leaving North Hill, I get a cab ride back to my office. After a while, I'm feeling a little better, so I hop in my speeder and head out to the address of the mystery woman, who I hope can give me info on Mason Bowers. Und warum hat sie sofort aufgelegt, als sie mich gesehen hatte am Telefon? Nice, this is more like it. Fun fact, this is a former vacation home for 3 James Bond villains. Goldfinger! Wah, wah, wah. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Alex wirklich leiden kann oder nicht. Ich finde es so schade. Ich werde noch mal gucken. Zwischen den Folgen, also für die YouTuber, das ist ja immer noch die erste Aufnahmesession hier. Die nach dieser Folge übrigens enden wird. Ob ich... Sie hat also nie Amnesia gespielt. Ob ich vielleicht irgendwie nochmal das Profile ändern kann, dass wir uns Tipps von unserem kleinen Kumpel hier abholen können, weil ehrlich, manche Sachen, da kommst du nicht drauf. Da kommst du wirklich nicht drauf. Ich will nicht auf Sachen kommen, indem ich wahllos Dinge immer wieder ausprobiere, bis es klappt. This house belongs in a tax bracket that I'm most unfamiliar with. Naja, dann solltest du mal ein James Bond Bösewicht werden. Gibt's den noch im Jahr 2050? Die Tür ist einfach offen, natürlich. Daran erkennt man die Gebäude der Superreichen. Man kann einfach reingehen. Und alles klauen. Zum Beispiel das Televis. Warum? Baseball card? Used to collect these as a kid. Now I collect past due notices. Ich auch. Scheiße. Das sollte ich mir mal auf meine To-Do-Liste schreiben. Nee, das ist sowas schreibe ich mir nicht. Ein Stuhl! Das ist ein Sessel. That's not my style. Ja, ne? Du sitzt lieber auf Klappstühlen? Barrels make any interior space look more rugged. Tja. Hä? Ich kann hier was benutzen? Na, anscheinend doch nicht. That's not my style. Nothing adds personality to a room like throw pillows. That's interesting. Warum tue ich das? This coffee table's a special design. It's got a hidden drawer. Echt? Ein Glück, dass du es gesagt hast. Lass mich raten. Baseballkarte. Well, one man's trash is a PI's clue. Hello. Was haben wir denn da gefunden? 2 von wie viel? Seems Mason was treating someone with serious facial deterioration. Mason, the cryptonetic sleep state has caused so much physical and mental damage to the Morlocks is being to affect. The fresh disease seems to be spreading up, causing serious deterioration on the right side of my face. I hope you will have a solution for me soon. Okay. Hello. The 8 lost rules of etiquette. Rule number 1. A friendly greeting could open doors for you. A kind greeting such as hello. Okay, warte mal kurz. Ist das eine Nummer, die ich wählen muss? Okay, merke ich mir. 4, 3, 5, 5, 6. Das klingt sehr nach einem Keypad. Alles klar. Freundlicher Gruß. Hello. Wenn ich ein Keypad finde, tippe ich Hello rein. Passt schon. Ja. Kann ich das wieder zurückschieben? Sehr schön. Wer versteckt denn... Egal. 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 Isn't that DeForest Bunny from Night of the Lepus? Heißt das nicht Night of the Lepus? Egal. Huch.
A collector's edition of Matt Cubase Tyler baseball card. I wouldn't dare thieve that. Warum sagt mir hier eigentlich niemand, hallo, ich spaziere einfach rein? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Well, there's Waldo. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild? Das ist doch Quatsch. Kennt ihr Waldo? Bestimmt nicht. Nothing I can use. Okay, gut, dass du sagst. Hier ist jemand wirklich ernsthafter Baseball-Fan. Hey, bada bada bada. Oh, ist das eine von meinen? Nein. Now that's my kind of book. Dann nimmst dir doch mit. Wenn du schon die ganzen Karten alle mitnimmst. Weird. Sammelobjekte. Wir brauchen mehr Sammelobjekte in Spielen. Was? Oh Gottchen. Nice. Nice. Oh, Alter, was stimmt nicht mit dir? Boah, eine Baseballkarte. Oh, noch eine. Now I could use that. Wofür? Warum? Was willst du damit machen? Karten mischen? Guck mal, wie gut das geht. Baume will also Tipps von seinem kleinen Kumpel. Hey, 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 hey. There's a past due notice here. You're late, you bum! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Note to self, check and make sure I made my speeder payment. Was war denn das? Habe ich das im Inventar? Nö. Warum auch? Es hat mich ja gehauen. Was zur Hölle? Sulfuric acid. I better be careful with this. Ich habe auch immer Schwefelsäure neben meinem Schrank stehen. Komm, drück doch mal Wahl. Guck mal, durch den Laptop kann man auch durchgucken. Das ist ganz normal. Ist kein Laptop, ist es ein V-Phone? Oh, ach so, Bücher. Das ist ja interessant. Ist das vielleicht ein Bücherregal? There's just no accounting for good taste. Oh! This frame needs 9 baseball cards. Ich sehe, wo das hinführt. Man, I don't even know what I was trying to do. Ja, pack doch die 9 Karten da rein. Okay, okay. Wie viele haben wir? 4. Jetzt verstehe ich langsam, warum das Sinn macht, dass ich die sammle. Okay, wir machen weiter damit. Das dürfte nicht allzu schwer werden. Von wegen. Warum wohnt hier niemand? Warum ist hier nicht abgeschlossen? Egal. Egal. Als Detektiv freue ich mich über sowas natürlich. Karte? Nein. Karte? Nein. Karte? Nein. Karte? Kartoffel! Nee. Elements! Guten Abend! Ach nee, du bist doch schon länger Standard da. groceries and none of them look very edible. War hier schon lange niemand mehr? Oder warum ist es so, wie es ist und nicht anders? Flur? Man braucht immer ein bisschen Flur, na klar. Ohne Flur kommt man ja nicht in die anderen Zimmer. So schlecht war der gar nicht. Basketballkarte. Natürlich. Jetzt, wo ich weiß, wofür es gut ist, ja. Am Ofen? Oh. That's a terrible place for a petri dish. Kommt drauf an, was man damit macht. Ich meine, manche Petrischalen gehören erhitzt. Never, ever stick your hand in a toaster. Es sei denn, du willst eine getoastete Hand. Dann ist das eine gute Idee. Was für eine Riesenpackung Orangensaft. Das ist nicht gut. Also eigentlich sollten die noch leben. Vielleicht lebt er ja noch. Ach, dafür ist das Sushi da, damit er nicht verhungert. Pizza. Kein... Das Eisfach sollte mal jemand enttauen. Keine Baseballkarte im Kühlschrank. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. In the immortal words of Goldilocks. This chair is just right. Haben wir noch mehr Schubladen zum Öffnen? Nein. I've always learned the hard way that the stove gets hot. Ja, und den Trend werden wir beibehalten. Wie viele Karten habe ich jetzt? 5, ne? Oh Gott. Boy, I try not to look directly into a mirror because it's kind of bad for my self-esteem. Oh nein, nicht in den Spiegel zu gucken ist schlecht für das Selbstwertgefühl, wenn man es schon total aufgibt. Oh Mann, ey. Well, one man's trash is a PI's clue. Das hast du schon mal gesagt. Another Mike and Ike Hammer candy comic. Gun drops and lollipops. I'll put this in my comic book rack collection in my office.
Baume, ich könnte ein Bild... Ich könnte ein Bild von machen und dir schicken, aber das ist mir zu auf. Dankeschön, Spyfoxels. Ich mag deine ehrliche Art. Tsunami! Tsunami! Gott, bist du bescheuert, Alter. Das mache ich ab jetzt auch bei jedem Bild, an dem ich vorbeigehe. Remembrance of a much simpler time. Ich kann nie wieder an einem... Lord knows I could use a plunger at my place. Super Mario Incoming. Ich könnte nie wieder an einem... Ich kann nie wieder an so einem Bild vorbeigehen ohne... Tsunami! Das ist das Haus vom Herrn der Schildkröten. Wahnsinn. Exakt die gleiche Bude. Ah, jetzt will ich dahin und mir sein Heftchen klauen. Einfach nur, damit er sich ärgert. Nicht, dass ich damit was anfangen wollte. Yeah, rub-a-dub-dub. Was für ein Ding? Und der Scatman sprach. Yeah, rub-a-dub-dub. Ganz genau. Keine Karte hier? Hier muss doch eine Karte versteckt sein. I wouldn't open that if I were you. But since I'm me... Let's see, that says B-A-B... Oh, Bath. Schlau wie schlau, intelligent. Was haben wir denn da gefunden? Wir haben eine Petrischale. This petri dish is encrusted with all sorts of gunk. I'll need to clean it off to see what's underneath here. Das können wir doch bestimmt mit Sulfatsäure putzen. Ach so, so geht das. Und so. Hey, it worked! Something very tiny is written at the bottom of this petri dish. I'll need some help reading the inscription. Brauchen wir noch eine Lupe? Hä? Hatten wir nicht noch irgendeinen Zettel gefunden? Achso. Several of my sources are questioning your alliance. Sorely after all we have been through, you would not work against me and turn to her. You've been very well paid for your work, and I do not take kindly to those who betray me. Surely after all we've been through, you would not turn against me and turn to her. Looks like someone with the initial T was doubting Mason's allegiance. Ich hoffe doch, Mason mag uns immer noch. Reggie, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Danke fürs Reinschauen. Was für ein weirdes Spiel. Was für ein weirdes Spiel. Ich brauche noch eine Lupe oder sowas. Ich gehe erstmal nach oben. Vielleicht finden wir oben noch. Ist hier irgendwie noch ein Heft, was ich mitnehmen kann? Nein. Liegt irgendwo noch eine Lupe rum? Zigaretten! Hey, smoke no more cigarettes. I hear they have a smoking deterrent system built right into the cigarette. Hey, buddy! Do you know 1,000 people stop smoking every day? By dying, you moron! Kissing you would be like licking an ashtray. Get it, dumbass? Hey, did you know that you and I are similar? We both are certified butthead. No, don't kill me. Have mercy. Well, the system's about as effective as other systems I've tried. But I'll keep these in case I have a smoking emergency. Also wirklich, die Welt braucht solche Zigaretten zum Aufhören. Das ist ja das Geilste. Zigaretten, die dich anschnauzen. Oh Mann, ey. Was für ein Scheiß. Ah, die Zigarren nimmt er nicht mit. Ach du Scheiße. If the owner's ventriloquist dummies in here, I'm gonna be very upset. Arme Zigarette. Ach komm, diese Zigarette wurde erschaffen, um gehasst zu werden. Well, I see they like to keep things hot in the bedroom. 96 Viewer und es wird hot im Bedroom. If the owner's ventriloquist dummies in here, I'm gonna be very upset. Wer? Also.
Wer stellt sich denn zwei Ehebetten gegenüber? Das ist ja... Wohnen hier Zwillinge? Ist ja abgefahren. Und komisch. Und abgefahren. Not my size, not my style, not my day. Story of your life. An old Zoom portable music device. Yeah, I remember when I was a kid, my mom got me one of these while all the other kids were getting iPads and iPods. I remember just how I felt that day. Wonder what happened to it. Oh yeah, now I remember. Alter, das gehört dir nicht. Warum? Geh halt bei Leuten in die Wohnung rein und mach deren Scheiß kaputt. Weil du irgendein Kindheitstrauma hast, alter Schwede. Oh, was ist für ein Typ. Ich brauche noch so eine Karte. Ah, so ein Heft nehme ich auch mit. Die guten, schönen, bekloppten. Mike and I candy comic. Sleep with a Swedish fish. Put this in my comic book rack collection in my office. Klau halt Leuten ihren Mist und sag, du sammelst das. Genau wie die komischen Karten. So, jetzt wollen wir mal hier. Hello. Oh nein! Diese Wohnung verbirgt ein gar schreckliches Geheimnis. Suddenly, day 3. Out of nowhere! Drugs, Guns and was war das? Peanut Butter? Or? The Fast and the Curious. Weird, ohne Hoping to Ende. find more information about why sleazy PI Carlos Maldonado has been keeping an eye on my place leads me to a swanky beach house where I'm delighted and surprised to meet an incredibly beautiful woman inside a home medical office. Wann ist das denn Fortunately passiert? for me, the feeling is not mutual, and she's accompanied by a very lethal friend. Oh, okay. Freeze. What are you doing here? Well, we had such a charming conversation on the vid phone, I knew I had to meet you. Now I'm rethinking that. You don't remember me, do you? Well, I wish I did. Does that count? We met just once, years ago. So did you really come here looking for me? Or are you here for Mason? I'm sorry. The correct answer is C, all of the above. I came here to find you, but it's Mason I'm looking for. Well, you'll have to make do with me. Mason isn't here. So how do you know Mason? In the biblical sense, I'm his wife, Ariel Bowers. Ariel, die nicht mehr Jungfrau. When was the last time you saw him? Over a month ago. No kidding. A wife like you, I'm surprised he ever leaves the house. We've been legally separated for over a month. He has issues, erratic behavior, periods of deep depression. It got to be too much. Psychological problems, huh? What are we talking here? He ties his shoe for an hour, or he walks into Burger Barn with dynamite in his pants? I think it was just a reaction to stress. His work kept him away for weeks at a time. So I heard your husband was a neurologist, like a brain surgeon or something. Or something, yes. He worked in neurochemistry, how chemicals influence neural operations. So who's he working for now? Mason never talked about his work, even before we separated. But we stayed in touch. This was the longest he ever went without calling me. I got worried and came here. I found Maldonado's number and called to see if he knew anything. Yeah, well, Maldonado's not going to be able to help us much because he's dead. Is that who you were coming to see on Chandler Avenue? Yes, that's right. What happened to him? Well, I'm not sure, but I'm trying to find out. But the trail seems to lead through your husband, who, by the way, I believe has been abducted. Abducted? Now I'm worried sick. What are we going to do? Well, to start with, if you could think of anything that could help me out here to find him, that would be a big help. I will. Feel free to look around here. I wish I could stay and help, but I'll give you my number so you can call me later. And sorry about the gun to the head thing. Oh, it's okay. I've just got one of those faces. Probably look better with a hole in it. I have my doubts about Ariel Bauer's motivation.
She certainly seems to have an agenda which includes more than just her husband's well-being. What's she up to? Hubba, hubba. Whew. Is it hot in here, or did my internal fan just crash? Well, it feels like I'm being played for a sap. Oh, come on. She's just getting ready to play the field. I'd like to bring her over for a debugging session. Okay, enough. Alter, wenn die hot ist, dann vielleicht, weil sie ein bisschen zu lange auf der Solariumbank liegen geblieben ist. Ich finde, die erinnert mich an eine Rosine. Aber gehen wir nicht weiter drauf ein. Jedem das seine. Habe ich 96 Viewer gesagt? Ich meinte natürlich 69 vorhin. Und ja, ich glaube, ich brauche in der Tat Hilfe. Kann man das bedienen? Unfortunately, it's not the tunnel of love. Oh, Mann, ey. Das wäre aber ein ganz schön großer. I'm sure these MRI pictures are showing me something. Ja, da unten ist es sehr warm. Ich weiß nicht. Vielleicht zeigt das die Denkprozesse eines Mannes. Gut möglich. Warte mal, nein, das ist komisch. Oh. Schade. Hätte können sein Tuten tun. Vielleicht. Maybe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abgefahren. Also, ja, sieht aus wie die Facehugger von Alien Isolation. Kann ich das aus... Nee. Nicht nur Alien, also von allen Alien-Filmen. Also nicht nur... Also ist das der mit dem... Was für ein Ding? If I found a flash drive, I could connect it to the video screen. Ach, you have effects. Ach Gottchen, schon wieder. Looks like Carlos Maldonado was trying to get a hold of Mason about someone named Margaret Leonard. Dann wär's dort oben dunkler. Ach Gottchen. Fax von Maldonado. Maldonado was tracking down a woman named Margaret Leonard for Bowers. Okay. Alter Schwede. They drilled a hole in my skull. I was awake and it hurt a lot. No shit, alter Schwede. Looking at medical posters always gives me the heebie-jeebies. I was awake and it hurt a lot. Ja, das ist gut zu wissen. Also werden wir es vielleicht nicht nochmal machen. Oder vielleicht doch. Leute, ich mache hier einen Cut. Wir speichern das jetzt hier ab und it hurt a lot. Das fasst das Spiel ziemlich gut zusammen. Mann. Was für ein weirdes Game. Also ich werde hier auch definitiv unbedingt die Aufnahmesession beenden müssen. Ich hab mir ja schon gedacht, dass das Spiel sehr merkwürdig wird. Aber so weird. So weird. Ich meine, wir kommen in ein fremdes Haus rein, wo die Tür sperrangelweit offen ist und suchen nach Baseballkarten. Warum? Das macht alles keinen Sinn. Und warum trägt ihr so viele Lederklamotten und woher kennt die uns? Und was hat's mit... Okay, das interessiert mich wirklich. Was hat's mit den Murlocs auf sich? Ich will wirklich einen Murloc sehen. Und ich will wissen, ob sie rufen, wenn sie um die Ecke gerannt kommen, während sie dich töten wollen. Und ja, Leute, wir spielen gleich Quiplash. Ja, es geht gleich los. Jeffrey, gute Nacht wünsche ich dir. Du hast bis jetzt durchgehalten. Respekt. Und alle, die bei der Aufnahmesession dabei waren, jetzt bis zum Schluss. Oh, war ja was für ein Spiel. In der nächsten Folge werden wir die fehlenden Baseballkarten suchen müssen, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, dass, wenn wir die dann einfügen in diese Platzhalter, dass sich dann noch irgendeine Tür öffnet, vielleicht. Die noch ein viel schrecklicheres Geheimnis verbirgt als eine Frau in Lack und Leder. Warum auch immer die sich da eingeschlossen hat. Weil die ist ja offensichtlich, hat sie nach ihrem Mann gesucht, nachdem sie monatelang nichts von ihm gehört hat. Das ist eine sehr Fürsorge. Ich will auch unbedingt Leute in meinem Freundeskreis wissen, die, wenn ich mich 6 Monate nicht melde, dann sich denken, oh, vielleicht ist etwas passiert. Dieses Mitgefühl, unglaublich. Wer weiß, was die sucht. Und sich erstmal einschließt in diesem Zimmer, in dem eigentlich irgendwie gar nichts ist. Da ist ja gar nichts. Da doch, dieses Keypad. Okay, einen Code brauchen wir auch noch, nicht nur die Karten. Sei es wie es wolle. Bis zum nächsten Mal.
Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Feierabend.